Du, Shiva, ich verschwinde mal eben für eine Minute ins Bad. Okay. Shiva, so, was machen wir jetzt? Tja, ich habe schon Kaffee, Tee und Smoothie gemacht. Und unser Stativ fürs Video aufgestellt. What? In der Minute? Ja, hallo, hier sind wieder die Matrixer. Heute wieder mit der hübschen Shiva und dem wundervollen. Jonathan. Ja, willkommen liebe Leute. Wir haben heute ein kleines Special, wird ein kurzes Video, aber ziemlich abgefahren, denn wir hatten die UFO-Sichtung schlechthin. Also Ja. bei beiden ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich einfach nur dran denke. Also das war eine ziemlich abgefahrene UFO-Sichtung, genau. Oh ja, das war wirklich abgefahren. Also, Die beste, die wir je hatten, und wir hatten schon einige. ja, ich hatte aber auch schon mal eine andere, sehr gute. Die Ja, war ich auch, so, aber- ja. Aber das war wirklich sehr erstaunlich. Mit Wir haben auch Gänsehautfaktor. gar nicht damit gerechnet. Nee. Null. Wir haben noch niemals danach geguckt oder Nee. so an dem Abend. Ne? Also es war gestern Nacht. Also die Nacht davor, gestern Nacht. Also von der Nacht vom 28. auf den Vorgestern 29. Genau. 28. auf 29. November 2020. Und wir hatten beide so eine mega Gänsehaut. Instant. Weil uns beiden sofort klar war, was das war. Ja. Also es war wirklich sehr erstaunlich. Ne? Wir sind so nachts irgendwie noch auf die Terrasse gegangen und haben so ein bisschen gequatscht. Ne? Und dabei immer ab und zu zum Himmel hochgeguckt, aber eigentlich jetzt nicht gezielt. Nö, gar nicht. Einfach nur mal so, ne? Weil von der Terrasse aus kann man ganz gut den Himmel beobachten. Und plötzlich tauchte ein Objekt auf. Hier Leute, Gänsehaut. Ja, es war ungefähr so 2 Uhr, glaube ich. 2 Uhr morgens. Ne? Wir sind ja so Nachtschwärmer, wir gehen ja mal manchmal später ins Bett. Manchmal. Ja. Und sahen dann das Objekt, wie es so von südwestlicher Richtung sich bewegte nach Nordosten. Und ja, wie groß war das Objekt? Also mindestens 10-mal so groß wie eine große Sternschnuppe, würde ich Ja. sagen. Also du hast ihn ja zuerst gesehen und ich dann 2 Sekunden später ungefähr, weil du gesagt hast, wow, guck mal, du warst völlig aus dem Häuschen und Jonathan ist selten aus dem Häuschen. Also ich habe dann auch sofort rüber geswitcht, aber erzähl mal du zuerst. Ja, also ich habe dann plötzlich ein Objekt gesehen am Himmel, das war dann vielleicht, ja, so groß am Himmel, ne? Würde ich sagen. Und es bewegte sich sehr schnell, also sicherlich 10-mal so schnell wie ein Flugzeug. Aber zu langsam für eine Sternschnuppe, viel zu langsam. Und die Flugbahn, also Jonathan hat auch noch Details gesehen, aber ich war so fasziniert von der Flugbahn. In dem Moment, die habe ich so genau beobachtet, dass ich dann nicht die Details beobachten konnte. Aber die Flugbahn war schon, es konnte keine Drohne sein, kein Flugzeug sein, keine Sternschnuppe, auf gar keinen Fall, kein Satellit, weil es war nur ungefähr, er kann besser schätzen, 2 Kilometer oder sowas. Ja, ich würde sagen 2 Kilometer Höhe ungefähr. Ne? Und ja, und wir sind ja momentan in Tepoztlan. Das ist eigentlich so das mexikanische Äquivalent zum Mount Shasta. Also auch eine kleine spirituelle Hochburg in Mexiko. Und ja, wie es aussah, hat sich das Objekt von Tepoztlan bewegt über Oaxaca. Das ist irgendwie ja, so nordöstlich von Tepoztlan. Ja, und wir haben es so insgesamt 5 Sekunden lang sehen können. Ja, ungefähr oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, ich weiß nicht so recht. Ja, es war schwer einzuschätzen, wie lange man das gesehen hat. Jedenfalls war das Objekt leicht durchsichtig. So, weil ich habe eine ziemlich gute Fernsicht und daher konnte ich das ganz gut erkennen. Es war also leicht durchsichtig und es besaß 2 leuchtende Punkte oder
Lichter, würde ich sagen, die dicht beieinander waren. Ne? Also man stelle sich einfach so eine normale Untertasse vor und in der Mitte waren zwei Lichter sehr dicht beieinander, was auf den ersten Blick für mich aussah wie ein Licht. Ja, genau. Ne? Zuerst dachte ich nur, das wäre ein Licht, das in der Mitte des Objektes platziert war, aber als ich dann genauer hingeschaut habe, waren es doch zwei Lichter, die ganz dicht beieinander lagen. Und ja, das Licht war so weißlich, ne, würde ich sagen. Ja. Schon sehr hell. Und sehr hell. Ja. Darum ist uns das auch gleich aufgefallen, weil das so hell war, das Objekt. Ja. Und die Flugbahn war kerzengerade, also horizontal gesehen. Und ja, es war schon sehr erstaunlich. Ja, aber Ne? das Spannendste hast du noch nicht erzählt. Ja, Aber ich erzähle kurz, also wir waren uns beide gleich sicher, das ist ein UFO und auch ziemlich sicher, da sitzt nicht das Militär drin, sondern Aliens. Ich habe ein Bild gesehen von hinten, auch so durchsichtig und da waren so Glatzköpfe drin, so mehr Grey-mäßig. Ob das jetzt wirklich dieses Objekt war, weiß ich nicht, aber es war halt ziemlich zeitnah zum Auftauchen dieses Objekts. Aber jetzt zum Spannendsten, und zwar, wie ist das denn aufgetaucht und verschwunden, das Objekt? ja. Also der Himmel war sternklar. Ja, ganz klar. Ne? Zwar hat man nicht so viele Sterne gesehen, weil ja da schon fast Vollmond war. Aber wie gesagt, sternklarer Himmel und das Objekt tauchte aus dem Nichts auf. Es war plötzlich da. Also ohne eine längere Flugbahn. Und während wir es so 4, 5 Sekunden lang beobachtet haben, vielleicht war es noch ein bisschen länger, vielleicht zwischen 4 und 6, man weiß es nicht, und verschwand dann auch plötzlich wieder, spurlos. Obwohl eigentlich man hätte die Flugbahn aufgrund der Größe des Objektes sicherlich noch sehr lange beobachten können. Wie lange war denn ungefähr die Strecke, die wir das da so beobachtet hatten? Also ich könnte dir jetzt so zeigen, aber das würde jetzt nichts bringen, weil es ja in der Ferne war. Was schätzt du denn, wie viele Kilometer oder so das gewesen sind? Also höchstens ein paar Kilometer, die er in dieser kurzen Zeit zurückgelegt hat. Daher vermute ich mal, die Geschwindigkeit des Objektes könnte zwischen um die 3000 km/h gewesen sein. Ja. Also schon sehr verblüffende UFO-Sichtung. Wir waren also sehr geflasht von der Sichtung Ja. auch. Ne? Und wir haben dann noch eine Weile da gesessen und gehofft, das Objekt taucht nochmal auf, aber dem war leider nicht so. Nein. Heute Nacht hat es hier mal ausnahmsweise geregnet, war alles bewölkt, weil wir dachten uns, setzen wir uns doch um 2 Uhr nachts nochmal auf die Terrasse. Vielleicht kommt es ja nochmal vorbei. Man kann es nicht wissen. Man kann es ja nicht wissen. So. Und ja, Nö. ging ja nicht, war bewölkt. Vielleicht klappt es heute Abend, also heute Nacht nochmal, aber es ist sehr diesig noch am Himmel. Wir Also- wissen also nicht, wie der Sternenhimmel heute Nacht aussehen wird. Aber ich glaube, wir hätten das vielleicht sogar auch gesehen, trotz der Wolken, weil ich glaube, es war so niedrig, dass es unterhalb der Wolken war. Da bin ich Ja. ziemlich sicher. Also wir hätten es vielleicht sogar trotzdem gesehen. Ja, das kann gut sein, weil wenn das Objekt nur 2 Kilometer Höhe hatte, gehe ich stark davon aus, dass es sich innerhalb der Erdatmosphäre befunden Ja. hat. Ging ja auch gar nicht anders aufgrund dessen, wie groß wir das auch sehen konnten. Es muss also innerhalb der Erdatmosphäre sich fortbewegt haben. Ja, also war schon sehr spannend. Die Flugbahn, das Auftauchen und Verschwinden dieses Objekts innerhalb dieses kurzen Weges, also sehr, sehr eindeutig. Ja, Ja, das war's schon. das war es eigentlich schon. Ne? Ja, uns gefällt es hier ganz gut. Hier ist es viel ruhiger, nur falls ihr das wissen wolltet. Doch, es wäre sehr entspannender hier. Also sind wir seit ein paar Tagen hier und Aber wir versuchen auch noch mal ein Video hier über Tepoztlan zu machen. genau, und die Pyramiden. Und die Pyramiden, also die suchen wir demnächst mal auf. Sehr interessante Umgebung hier, vor allem die Berge und Sehr dergleichen. Sehr optisch. schön. Optische Blickfänger. Wir haben auch schon einige Touristen hier gesehen. Die mögen wir nicht. Was? Warum? Scherz. Und die sehen alle ein bisschen ESO aus, würde Ja. ich sagen. Alle Also mit Raster und so. Ja, mit Rasterlocken oder da sieht man auch schon, Pumposen. dass die ja schon viel, viel länger hier sind. Ne? Und ja,
Aber Kontakt haben wir zu denen noch nicht so aufgebaut. Aber schon interessant, diese Stadt hier. Hat auch einen wunderschönen Markt. Ne? Und viele alte Gebäude noch, die so manchmal sogar an Western-Style erinnern. Ne? Sehr attraktiv. Aber wie gesagt, wir machen da nochmal ein Video drüber für unseren Reisevlog. Spiritueller Reisevlog. Ja, wir haben da nämlich jetzt eine neue Playlist eingebaut. Spiritueller Reisevlog, und da könnt ihr auch mal reinschauen, wenn euch so Reisen interessiert, weil wir kommen ja schon ganz schön rum. Ja, da haben wir auch das UFO-Video von Roswell drin und einiges anderes. Die UFO-Sichtung wollten wir euch unbedingt mitteilen, Ja, weil die war schon richtig spannend. genau. Ne? Du hast ja auch einen Richtig Artikel aufregend. drüber geschrieben. Ja, also wer genauere Daten haben möchte, kann auch noch mal auf meinen matrixblogger.de schauen, auf meinem Blog. Dort habe ich dann noch mal einen ausführlicheren Artikel darüber geschrieben. Könnt ihr ja mal reinschauen. Mit Bild. Mit Bild. Aber das blenden wir natürlich hier auch ein. Falls ihr auch UFO-Sichtungen hattet, und das hattet ihr bestimmt, da sind wir uns ganz sicher, schreibt es in die Kommentare. Wie immer. Und Ja, wir würden uns über Kommentare freuen. Ne? Wir denken, dass auch der ein oder andere unter euch bereits eine UFO-Sichtung hatten. Und vielleicht könnt ihr mal unten reinschreiben, was ihr für ein Objekt wahrgenommen habt. Und vielleicht beschreiben, wie es ausgesehen hat, wie es sich verhalten hat, wie lange ihr es gesehen habt und natürlich welcher Ort und welche Uhrzeit. Also das wird uns schon interessieren. okay, ihr Lieben, war wundervoll mal wieder ein Video zu machen. Und jetzt machen wir gleich das nächste. Ja, Macht's gut. Ciao. danke fürs Zuschauen. Tschüss.